Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Danke für das Einschalten. Juri aus dem weiten Sibirien grüßt euch ganz herzlich. In diesem Video möchte ich euch einige Nachrichten aus Russland gerne vorstellen. Jede Woche passieren bei uns irgendwelche Ereignisse und in diesem Video möchte ich was berichten, was euch vermutlich auch interessieren kann. Ich hoffe, euch geht's gut im Alltag und ihr genießt euer Leben. Also wenn ihr wirklich ein Interesse für das Alltagsleben in Russland habt, dann bleibt bitte dran. Los geht's! Migranten in Russland. Im Jahr 2025 wurden 35.000 Migranten aus Russland ausgewiesen. Das teilte der Vorsitzende der Staatsduma, Vyacheslav Volodin, mit. Dem Sprecher des Unterhauses zufolge haben alle Migranten gegen das Migrationsrecht verstoßen. Welche konkreten Verstöße vorlagen, ließ Volodin offen. Er erinnerte zudem daran, dass nun ein neuer Migrationsmodus gilt. Der Abschiebungsmodus. Dieses System soll für Ordnung im Migrationsbereich sorgen und die Einhaltung der Gesetze durch ausländische Staatsbürger überwachen. Zuvor hatte Volodin seine Ablehnung gegenüber Arbeitsmigranten geäußert, die zusammen mit ihren Familien nach Russland kommen. Er unterstützte die Position des Wirtschaftsministeriums zu diesem Thema und betonte, dass bei der letzten Sitzung der Staatsduma konkrete Vorschläge zur Umsetzung der Gesetze gegen illegale Migration diskutiert wurden. Wenn es um Arbeitsmigration geht, die Menschen kommen, um zu arbeiten, arbeiten ihre Zeit ab und gehen wieder. Was haben Familien und Kinder damit zu tun? Hier gelten andere Anforderungen, erklärte Volodin. Außerdem erklärte er, dass es verfrüht sei, über seine mögliche Kandidatur für die Wahlen 2026 zu sprechen. Über den Wahlkampf solle man besser später reden. Illegale Migranten. Der Vorsitzende der Staatsduma, Vyacheslav Volodin, erklärte, dass sich in Russland Hunderttausende Migranten ohne legalen Aufenthaltsstatus befinden und ihnen eine Ausweisung droht. Der Parlamentarier erläuterte, dass am 10. September die Aufenthaltsfrist für Ausländer ablief, die im Register der kontrollierten Personen eingetragen sind, einer Datenbank über Bürger, die sich illegal im Land aufhalten. Laut Statistik des Innenministeriums waren am 1. September 770.000 Migranten im Register erfasst, ein Drittel davon Frauen und Kinder. Für diese Personen gilt nun der Abschiebungsmodus. Dieser sieht eine Verschärfung der Kontrollen und Einschränkungen bestimmter Rechte vor. Migranten dürfen keine Führerscheine erhalten, keine Immobilien- oder Fahrzeuggeschäfte registrieren, keine Ehen schließen, keine Bankkonten eröffnen und keine Geldüberweisungen tätigen. Alle, die ihren Aufenthaltsstatus in Russland nicht legalisiert haben, müssen das Land verlassen und Datum, Ort und Route ihrer Ausreise mitteilen, betonte Volodin. Er fügte hinzu, dass bei einer verspäteten Ausreise eine zwangsweise Ausweisung, eine Geldstrafe und ein 5-jähriges Einreiseverbot drohen. Sprachtest für Migranten. In Russland wurde das Testverfahren für die Russischkenntnisse bei 3 Kategorien von Migranten vereinfacht. Dies geht aus einer Mitteilung auf dem offiziellen Rechtsinformationsportal hervor, wo auch der Erlass des Bildungsministeriums zur neuen Prüfungsform veröffentlicht wurde. Die erste Kategorie umfasst Teilnehmer des staatlichen Programms zur freiwilligen Umsiedlung von im Ausland lebenden Landsleuten. Die zweite Kategorie sind Personen, die traditionelle, spirituelle und moralische Werte teilen und aus diesem Grund nach Russland ziehen möchten. Zur dritten Kategorie gehören die Familienangehörigen von Leitern und Mitarbeitern diplomatischer Vertretungen und Konsulate ausländischer Staaten in Russland, sowie Funktionäre internationaler Organisationen und deren Vertretungen, die aufgrund dienstlicher Pflichten nach Russland eingereist sind. Nach den neuen Regelungen
müssen alle diese Migranten die Russischprüfung nur noch mündlich ablegen. Der Erlass tritt am 19. Oktober 2025 in Kraft. Zuvor wurde berichtet, dass im Jahr 2025 die Einführung der obligatorischen Russischprüfung für Migrantenkinder dazu führte, dass einige Kinder nicht in russische Schulen aufgenommen werden konnten. Darunter waren Kinder von Landsleuten, die im Ausland leben, Kinder aus russischsprachigen Familien, die über andere staatliche Programme nach Russland gekommen sind, sowie Kinder von Eltern, die sich bewusst für eine spirituelle, kulturelle und rechtliche Verbindung zu Russland entschieden haben. Bargeldverbot beim Immobilienkauf. In Russland wird über ein mögliches Verbot des Immobilienkaufs mit Bargeld diskutiert, wenn der Kaufpreis 1 Million Rubel übersteigt. Das berichtete der leitende Jurist des Europäischen Justizzentrums Juri Avanesov. Dem Experten zufolge befindet sich das Projekt derzeit in der Diskussionsphase. Avanesov betonte, dass viele Länder bereits den Immobilienkauf mit Bargeld verboten haben und fügte hinzu, dass die Wahrscheinlichkeit hoch sei, dass ein solches Gesetz auch in Russland verabschiedet wird. Dies ermöglicht die Transparenz und Dokumentation der Transaktionen zwischen den Parteien, was wiederum Beweise für den Schutz der Rechte der Beteiligten liefert, erklärte der Jurist. Bußgelder für lahmes Warmlaufen des Motors. In Samara wurden Autofahrer an Bußgelder für das lahme Warmlaufenlassen des Motors erinnert. Nach dem Kodex der Russischen Föderation über Ordnungswidrigkeiten ist eine Strafe vorgesehen, wenn Fahrzeuge in den Innenhöfen von Mehrfamilienhäusern über längere Zeit laufen gelassen werden. Eine Verantwortung der Fahrer kann nur bei ordnungsgemäßer Feststellung des Verstoßes erfolgen. Die Höhe des Bußgeldes liegt zwischen 1500 und 3000 Rubel. Ein Verstoß kann vermieden werden, wenn das Auto in einem bestimmten Abstand zu Wohnhäusern geparkt wird. Zuvor wurden russische Autofahrer auch vor Bußgeldern gewarnt, wenn sie ihre Kfz-Kennzeichen durch europäische Nummernschilder ersetzen, um Strafen zu umgehen. Für einen solchen Verstoß droht ein Bußgeld von bis zu 500.000 Rubel oder ein Entzug der Fahrerlaubnis für ein Jahr. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis die Tage. Tschüss.